Es ist schon traurig, dass sich heute viele Menschen gar nicht mehr an die Zubereitung von Innereien herantrauen. Dabei gehören sie zur kulinarischen Tradition des Balkans dazu. Deswegen dachte ich mir, lassen wir diese Tradition zumindest ein Video lang wieder aufleben und ich zeige euch, wie ich Hühnerleber zubereite. Wenn ihr besonders frische Hühnerleber verwendet, und das würde ich euch wärmstens empfehlen, könnt ihr euch den folgenden Schritt eigentlich sparen, also das Einlegen in Milch. Aber das Einlegen in Milch hat viele Vorteile. Milch neutralisiert den intensiven, manchmal metallischen Geschmack der Leber, das macht das Gericht genießbarer. Milch hilft auch Blutreste oder Bitterstoffe aus der Leber zu ziehen und durch die Milchsäure wird die Struktur der Leber weicher, was sie beim Kochen saftiger macht. Deswegen mache ich persönlich es immer, egal wie frisch die Leber ist, und dasselbe gilt übrigens auch für Rinderleber. Die Leber mit Milch übergießen, gründlich abdecken, da sie sonst so eine unschöne Kruste bildet an der Oberfläche, und für 30 Minuten bis 2 Stunden ziehen lassen. Je länger, umso besser, denn dann wird sie noch zarter. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal das Gemüse vorbereiten, die Karotten einfach schälen und am besten auf der groben Seite einer Reibe klein reiben und die Zwiebeln in kleine Stücke schneiden. Den Reis gründlich waschen, bis das Wasser klar ist. Ich habe hier Rundkornreis wie für Risotto oder Milchreis, denn der sorgt dafür, dass das Gericht schön cremig wird, aber es funktioniert auch mit Langkornreis, es wird nur die Konsistenz ein bisschen anders. Wenn ihr Langkornreis verwendet, sieht man die Körner etwas besser und das Ganze wird ein bisschen trockener, also nicht ganz so cremig wie mit der runden Variante. Hat die Leber ihre Liaison mit der Milch beendet, könnt ihr alles abseihen und nur ganz kurz mit kaltem Wasser abspülen, nicht zu lange, damit ihr die Struktur der Leber nicht zerstört. Danach in kleine Stücke schneiden. Erhitzt eine möglichst große Pfanne, gebt etwas Öl hinein und bratet die Leber von allen Seiten kurz, aber scharf an, verwendet also etwas größere Hitze. Danach nehmt ihr die Leber heraus und stellt sie zur Seite, gebt wiederum etwas Öl in die Pfanne und jetzt folgt das Gemüse. Wenn alles schön angeschwitzt ist, könnt ihr die Knoblauchpaste hinzufügen, das Tomatenmark und die Gewürze. Es folgt der gewaschene Reis und das Fleisch, danach wird das Ganze mit der Brühe aufgefüllt. Ihr könnt Hühner- oder Rinderbrühe verwenden. Ich verwende gerne letzteres, denn Rinderbrühe hat einfach einen etwas kräftigeren Geschmack und das passt ganz gut zu diesem Gericht. Achtet darauf, dass sich alle Zutaten unter der Flüssigkeit befinden, dann kocht ihr alles nur ganz kurz auf stärkster Stufe auf, reduziert die Hitze auf Stufe 4 bis 5 von 9, das ist bei meinem Induktionsherd der Fall, und lasst alles köcheln, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat und gar ist. Das dauert in der Regel um die 20 Minuten. Und wenn am Pfannenboden keine Flüssigkeit mehr zu sehen ist und das Ganze herrlich duftet, ist es bereit und ihr könnt es servieren. Übrigens, Hühnerleber ist sehr gesund, denn sie ist reich an Nährstoffen wie Eisen, Vitamin A, B-Vitaminen, insbesondere B12 und hochwertigem Eiweiß. Es lohnt sich also, die Hühnerleber zumindest ab und zu in die eigene Ernährung einzubauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert und mir in den Kommentaren schreibt, wie es euch geschmeckt hat. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.